Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Ja, heute erstellen wir eine Holzkutsche für unseren Tutorial und da werden wir die Holzkutsche in der Nähe des Hauses irgendwo hinstellen, in der Nähe, und vielleicht ein paar Pflanzen mit reinsetzen. Das ist eher so eine, ja, alt abgenutzte Holzkutsche, alt und verrottet, und das würde sich vielleicht gut machen von der, ja, von der Optik her, ne? Ja, fangen wir einfach mal an. Ich zeige euch mal ein Bild hier. Das ist jetzt ein aus Google, einfach mal so ein Referenzbild, in welche Richtung es geht, ja? So mit einem Rad, Holzrad und zwei lange Verstrebungen, Wände aus Holz. Wir werden das aber nicht so genau aufbauen und ich sag mal, ein paar Balken an den Seiten mit Holzboden, ja, und wie gesagt mit einem Holzrad und hinten vielleicht auch eine Verankerung hier, und ja, lass uns einfach mal drauf anfangen und einfach mal sehen, wie sich das entwickelt, ja? Okay. So, unser Holzwürfel, den belassen wir jetzt. Der ist in Ordnung. Wir nehmen die Kamera, die beiden, ne? So, und löschen die beiden. Okay. Jetzt wollen wir aus diesem Würfel ein Holzbrett erstellen und dann diese dann immer duplizieren und deformieren, damit nicht jeder Holzbrett gleich aussieht. Ja? Okay. Bevor wir damit anfangen, gehen wir auf Edit-Modus, Steuerung R, so, und loslassen. Jetzt haben wir einen Loop zu erstellen. Warum? Wir wollen in Mirror Modifier arbeiten. Das bedeutet, wir werden von hier ab seitlich unsere Blätter bauen und gleichzeitig wird das spiegelverkehrt auf der anderen Seite erstellt. Wir gehen auf Face Select, nehmen diese Fläche, Steuerung Plus und entfernen Face. So, und jetzt gehen wir auf diesen Schlüssel hier, Add Modifier und Mirror. Perfekt. So, selektieren alles, skalieren auf der Z-Achse. So, gehen ein bisschen näher ran. Die Länge ist völlig in Ordnung. Das sind ja 2 Einheiten, also 2 Meter. Jetzt skalieren wir das auf der X-Achse. So. Okay. So, jetzt haben wir hier 2 Bretter. Machen wir den noch ein bisschen breiter. So, ungefähr. Okay. Jetzt nutzen wir unseren Move Select, damit wir die Pfeile sehen. Und ziehen das mal hier ein bisschen näher ran. Face und F, damit wir diese Fläche schließen können. So, jetzt haben wir unseren ersten Brett erstellt. Okay. Wieder auf Edit-Modus. Jetzt wollen wir hier ein paar Loops setzen. Oh, 3 Stück. Das reicht. Und jetzt wollen wir mal diese Loops etwas skalieren und bewegen. Das sind ja Holzbretter und die sind bestimmt so leicht verkrümmt. Ja, so eine leichte Krümmung machen. Und hier vielleicht etwas dünner, etwas höher. So, und den vielleicht ein bisschen verdreht. Genau. Oder, na, so, etwas in der Mitte. Okay. So, mit L klicken wir alles an und schieben das wieder zur Seite. So. Jetzt können wir hier ein paar Verformungen machen. Wir nehmen hier die oberen Kanten hier, ziehen das mal so. Okay. Nehmen diese ein bisschen in der Mitte. Nehmen Vertex Select und schieben das auch so hin, rüber.
Genau. Ja, so ungefähr. Ist perfekt. Okay. L, mal selektieren, Shift D, duplizieren und nach zur Seite ziehen. Okay. Und den genauso. Den werden wir jetzt auch ein bisschen bewegen hier. So. Mit L nochmal selektieren, ein bisschen näher ran. Okay. So. So. So, ungefähr. Das sieht gut aus. Den vielleicht ein bisschen breiter. Den hier auch. Okay. So. Der Boden ist fertig. Ist ja schnell. Wir wollen da hier nichts Großartiges aufsetzen. Sollte ziemlich leicht aufgebaut sein. Klicken wir auf Edit-Modus. Klicken wir den letzten Brett mit L wieder. Selektieren. Auf 1. Frontansicht. Bisschen ran, bisschen näher ran. Shift D. So. Und rotieren das einmal. So. Und schieben das bisschen zur Seite. Okay. Jo, perfekt. So, den müssten wir jetzt ein bisschen natürlich verändern. Das ist hier ziemlich eben. Dann gehen wir den. Bisschen so. Einen höher. Oder vielleicht ein bisschen tiefer. Okay. So. Genau. 1, Frontansicht. Alles selektieren mit L. Shift D. Duplizieren. Und den hier einmal rotieren auf der Y-Achse. Also Y drücken dabei. So. Bisschen zur Seite. Okay. So, jetzt passt das natürlich nicht. Einmal wieder kurz hoch. So. Wieder runter. Den letzten hier nach oben. So. Ja, bisschen tiefer. Bisschen weiter rein. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. Und jetzt kommen noch die Seitenbalken. Jetzt wollen wir diesen Vertex hier an dieser Stelle, da wollen wir jetzt ein paar Holzbalken als Stärkung setzen. Und das heißt, wir brauchen diesen 3D-Cursor, weil alles, was wir erstellen, wird gleich hier in der Mitte eingeblendet. So, wir wollen aber genau hier eins erstellen, damit wir nicht hin und her ziehen. Jetzt drücken wir Shift S, Cursor to Selected. Also diesen Vertex, ich klicke mal wieder weg, diesen Vertex, den haben wir gerade selektiert. Und wir wollen diesen 3D-Cursor hier haben, damit wir den nächsten Balken gleich auf dieser Stelle haben. Shift S, Cursor to Selected. Shift A, Cube. Jetzt haben wir einen Cube erstellt. S, skalieren wir den. Mehr. So. Jetzt S, Z auf der Z-Achse. So. Und rotieren auf der Y-Achse. Genau. Und ziehen das bisschen raus. Okay. Bisschen mehr skalieren auf der Y-Achse. Und weiter rein. So. Bisschen tiefer.
Okay, gehen auf Face Select, klicken die Oberfläche und ziehen das ein bisschen weiter hoch. Ja. Können wir ein bisschen breiter machen, denke ich. So. Ja. Vielleicht noch ein bisschen größer. Ein bisschen tiefer. So. Ja, perfekt. Okay. Mit L selektieren wir diesen Element. Shift D duplizieren wieder. Und auf der Y-Achse. Hier rüber. So. Jetzt sind wir wieder zurück. Genau. Und den vielleicht, ja, komm, mit dem Vertex hier ein bisschen krumm. So. Okay. Ja, das sieht ja schon mal gut aus, finde ich. Alles klar. Jetzt brauchen wir natürlich hier diesen einen Seitenbalken, wie es hier abgebildet ist. Diesen Seitenbalken, den wollen wir jetzt hier aufbauen. Und vielleicht einen Querbalken. Hier ist noch ein Querbalken und den wollen wir auch aufbauen. Okay. Jetzt klicken wir. Jetzt ist der 3D-Cursor hier drauf. Jetzt wollen wir den wieder in der Mitte haben. Shift S, Cursor toward Origin. So, jetzt ist er wieder in der Mitte. Und das, was wir jetzt erstellen, bleibt auch in der Mitte. Okay, wir gehen einmal aus der Edit-Modus raus. Shift A, Cube, skalieren das runter. So, gehen auf Move Select. So, ein bisschen näher ran, tiefer und skalieren den mal ein bisschen raus. Ja, so, runter, SY, so, okay. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen von unten, ein bisschen hoch. Ja, perfekt. Okay. So, wir machen das jetzt genauso wie hier. Wir werden hier auch einen Mirror einsetzen, weil wir noch die Seitenbalken machen. Und wir wollen ja nicht doppelt arbeiten. Steuerung E, eine in der Mitte. So, Face Select. Steuerung Plus. Entfernen. Und raus. Und jetzt Add Modifier Mirror. So, perfekt. Jetzt gehen wir auf Edit-Modus, selektieren, Shift D, loslassen, zur Seite und rotieren auf der Z-Achse 90 Grad. So, ein bisschen hier rüber und tiefer. So, hier fehlt ein Face. Den schließen wir mal hier. Wählen die Kante. F. So, geschlossen. Und ziehen das mal jetzt nach hinten. So. Jetzt brauchen wir von diesem Balken hier noch eins da hinten. Einmal mit L komplett selektieren. Shift D. Und nach hinten ziehen. So, okay. Den ein bisschen zurück. So. Jetzt können wir diesen Balken hier selektieren. Shift D, duplizieren und auf der X-Achse und nach vorne schieben. So ungefähr. Okay, der ist viel zu lang natürlich. Bisschen zurück, so ungefähr.
Ja, das sieht gut aus. So, jetzt können wir langsam hier unten den Bereich, hier unter, für den Rad, für unser Holzrad, da brauchen wir natürlich eine Achse. Dann gehen wir auch wieder auf Shift A, machen einen neuen Cube fertig, skalieren den. So. 1 Frontansicht. So, in der Höhe. Okay, so passt das. Gehen wieder auf Mirror. Edit-Modus. Und dann ziehen wir das zur Seite. Okay. Schieben das ein bisschen runter. So. Skalieren das ein bisschen tiefer. So. Noch ein bisschen näher ran. Obere Fläche wählen und nach oben skalieren. Ein bisschen mehr. Okay. Ja. Okay, das sieht gut aus. Jetzt, wenn wir hier 2 Loops ziehen, Steuerung R, klicken die beiden an und ziehen das mal runter. Genau, damit wir so einen leichten Bogen haben. Jetzt können wir hier einen Loop ziehen. Okay. S, Z, 0. So, jetzt haben wir hier den Loop auf 0 Z-Achse gesetzt. Also ist eine gerade Linie. Ziehen wir nach oben. Nehmen Face Select. Nehmen diese beiden Flächen und extrudieren das hier rein. Bevor wir jetzt die beiden schließen, einmal diese Flächen hier löschen. Face löschen. Jetzt haben wir den Face gelöscht, kompletten 3. Face Select. Drücken jetzt Clipping und schießen es und lassen los. Perfekt. Okay. Jetzt können wir hier so eine Metallstange hier zwischen für die Achse nutzen. Und das nutzen wir gleich hierfür aus. Gehen aus der Edit-Modus raus. Shift A. Sagen Zylinder. Dann gehen wir auf Add, auf unsere Einstellung. Sagen hier 18. Gehen mit dem Radius weiter rein. Ein bisschen weniger. So, das ist in Ordnung. Rotieren hier auf 90 Grad. Genau. Und jetzt von der Z-Achse ein bisschen runter. So. Und die Länge ein bisschen verkleinern. Perfekt. Ein bisschen den Radius wieder vergrößern. Okay. Das sieht gut aus. Und jetzt hier genauso. Edit-Modus. Steuerung R. So. Rechte Seite Face anklicken. Steuerung Plus. Und Face Select entfernen. Und nutzen wieder unseren Mirror Modifier. So. Jetzt erscheint hier nichts. Und warum? Wir haben unseren Zylinder erstellt, der war hochkantig. Und wir haben ihn gedreht auf 90 Grad. So, jetzt sagt er, weil er auf X-Achse möchte, versteht er nicht. Warum nicht? Weil die Transformation nicht mehr passt. Weil wir die
skaliert haben, skaliert und gedreht haben. Damit wir jetzt auf n Item, so, seht ihr die Dimensionen? Das hat sich alles jetzt verändert. So, damit das wieder seine übernommen wird, damit der weiß, okay, jetzt möchte ich wieder auf X-Achse und diese Dimension, diese Bewegung, die wir jetzt hier gemacht haben, bewegt haben und rotiert haben, müssen wir jetzt übernehmen. Steuerung A und All Transform. So, jetzt hat er das übernommen und jetzt hat er wieder seine X-Achse auf diese Seite. So. Jetzt können wir da weitermachen mit Face Select. E, S. Ja, tiefer. So. E. Ist weit genug raus. Ja, ist vielleicht zu viel. So. Okay. E. Loslassen mit der rechten Maustaste. Skalieren. E. E, S. So. Und E wieder raus. So. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Jetzt können wir hier wieder rüber. Gehen auf Add Select. So. Jetzt wollen wir hier unseren Cursor, diesen 3D-Cursor, hier platzieren, weil wir hier einen Circle setzen wollen für unseren Holzrad. Dann gehen wir wieder auf Shift S, Cursor to Selected, sagen Shift A, Circle. So, jetzt haben wir jetzt die 32 Vertices, die brauchen wir jetzt diesmal. Oder wir können mal runtergehen auf 28, das reicht auch. Skalieren. So. Und rotieren wieder auf 90 Grad. Perfekt. Ja, das sieht gut aus, das gefällt mir, die Größe. Genau. Und die Vertices, die sind auch gut. Die Menge, die wir brauchen. Alles klar. Jetzt haben wir unseren Circle ja wieder bewegt. Okay. Übernehmen wir. So. Jetzt gucken wir nach vorne. Das passt. Okay. E. X. Skalieren das rein. Ungefähr so. Add Select. Dieser ist ja schon selektiert. Sagen wir Shift, Alt und selektieren beide. So. E, S. So. Ich skaliere mal ganz tief. Ihr seht, die Skalierung passt wieder nicht. Es läuft nicht gerade runter. Und damit das nicht passiert, sagen wir, lassen einmal los. S und schließen die X-Achse aus. Shift X. So, jetzt skaliert er nur noch auf der Z- und Y-Achse. So, seht ihr das? Genau. Jetzt sagen wir mal hier ungefähr diese Stärke. Okay. Perfekt. Jetzt müssen wir diese Fläche natürlich schließen. Nehmen wir diese Kante und diese Kante. F. Und jetzt wählen wir diese Kante aus und drücken jetzt umlaufend F. Bang. So. Jetzt haben wir unseren Laufrad erstmal fertig. Okay, als nächstes werden wir jetzt unsere Balken, unsere Holzbalken hier setzen. Dann gehen wir mal Face Select. So, bevor wir aber anfangen, müssen wir hier vielleicht noch einen Holzbalken bauen, damit diese Räder, dieser
Holzbalken in diesen Rahmen reingeht. Ja, wenn ich das richtig erklärt habe. Dann nehmen wir uns mal Face Select und selektieren mal die innere Fläche. Shift D, duplizieren und skalieren das. Shift X, tiefer. So. Okay. Und jetzt E, skalieren, Shift X. So. Perfekt. Alles klar. Den könnten wir vielleicht noch ein bisschen Steuerung Z. So. Und jetzt hier ein bisschen rüberziehen. Genau. Dann schließen wir das hier mal. Einfach S, Shift Z, weiter rein. So ungefähr. Perfekt. Okay. Jetzt können wir unsere Flächen hier wählen. Dann nehmen wir mal mit 3 am Abstand, würde ich sagen, müsste reichen. Genau. Und jetzt müssen wir hier, wenn wir jetzt skalieren würden, E, S, seht ihr, was passiert? Die Flächen werden kleiner. Aber bevor ich das mache, ich gehe wieder zurück. Ich möchte, dass er in dieser Fläche skaliert, damit wir den Balken verkleinern können. So, Individual Origins. Jetzt werden die separat, jeder für sich selber skaliert auf dieser Fläche. Genau, das wollte ich erreichen. Okay, jetzt können wir wieder auf Medieval Point setzen. E, S für skalieren und jetzt können wir tiefer setzen. So, diese Flächen hier, die sind aber immer noch zu klein. Das ist zu klein. Dann gehen wir wieder auf Individual Origins, skalieren das ein bisschen weiter groß, so ungefähr. Genau. Middle Point und dann rein. Alles klar, perfekt. So. Schauen wir uns doch mal an. Ja. Jetzt könnten wir hier den hinteren Bereich vielleicht etwas am besten schließen. Klicken wir unsere Kutsche an. So, auf Edit-Modus. Wählen diese eine Fläche aus und duplizieren die. So, dupliziert. Schieben wir ein bisschen auseinander. R, Z, einmal drehen. So. Müssen wir eben zurecht rotieren. So ungefähr. Okay, schieben wir es ein bisschen näher ran. So. Vielleicht auf der Y-Achse ein bisschen drehen. Okay, hier ein bisschen rüber. Genau. Jetzt E. Extrudieren. Z-Achse. So, bevor wir aber jetzt schließen, diese Face-Fläche einmal löschen. Die brauchen wir nicht. Edge-Kante wählen. So, vergewissern, Clipping, einschalten und zusammenschließen. Perfekt.
Genau. Es muss ja nicht unbedingt gleich groß sein. Wir könnten den etwas schmäler setzen, machen wir 3 Stück draus. Drehen auf Face Select und ziehen das ein bisschen weiter hoch. Mit der Z-Achse ein bisschen weiter auseinander. Genau. So, mit L diesen Holzbalken selektieren, Shift D, duplizieren, runter und mit der X-Achse weiter rein. So, vielleicht ein bisschen mehr, damit es von der Länge auch unterschiedlich aussieht. Shift D und noch eins setzen. Oh, da können wir einen Spalt offen lassen. Perfekt, genau. Und den weiter rein, so. Okay. Hier ein Loop. Hier ein Loop. Und da ein Loop. Hier ein bisschen bewegen. Oder so. Den in der Mitte vielleicht ein bisschen. Die beiden ein bisschen hoch. Okay. Das sieht gut aus. Okay, die sind ein bisschen zu dick. Die können wir etwas dünner setzen. Machen wir den mal so. Und den vielleicht dünner. Und den noch etwas. Oh, nochmal zurück. Okay. So. So. Genau. Bisschen hier. Ja. So. Genau. Okay. Ja, das Modellieren ist fertig. So, in dem nächsten Video werden wir dann mit Texturieren anfangen. So, ich bedanke mich erstmal, dann bis zum nächsten Mal.